Wer meinen Kanal schon länger verfolgt und sogar abonniert hat, an dieser Stelle danke dafür, weiß, ich habe einen kleinen Hang zu Sega. Und ganz besonders zu Sega Dreamcast. Aber heute gibt es mal was ganz anderes, etwas Persönliches. Ein Gerät aus meiner Kindheit, mit dem ich viele Erinnerungen verbinde. Ein Handheld aus dem Hause Nintendo, der mich über Jahre hinweg begleitet hat, auf Reisen, durch den Alltag und vor allem beim Erwachsenwerden. Tatsächlich war der Game Boy Color nicht mein erster Handheld, aber der erste, den ich von meinem hart ersparten Taschengeld selbst gekauft hatte. Und jetzt, über 2 Jahrzehnte später, bekommt dieses Stück Hardware ein zweites Leben für meinen Sohn. Der hat den Game Boy nämlich kürzlich für sich entdeckt und ist total begeistert. Er ist gerade mal 4 Jahre alt und ich finde, für den Einstieg in die Welt der Videospiele kann es kaum ein besseres Gerät geben. Natürlich aus heutiger Sicht sind jedoch einige Teile der Hardware, wie beispielsweise der Bildschirm, nicht mehr zeitgemäß. Und ein Kind in Zeiten von Smartphones will ich das jetzt auch nicht wirklich zumuten. Daher möchte ich ihm das bestmögliche Spieleerlebnis bieten, damit er sich genauso für die alten Klassiker begeistern kann, wie ich damals. Also habe ich beschlossen, wir holen den Game Boy Color ins Jahr 2025. Und damit willkommen zu einem neuen Format auf diesem Kanal, Reload Legends. Das Format, in dem wir alte Hardware und Retro-Zubehör neues Leben einhauchen. Okay, also der Plan. Das Gerät soll komplett überholt werden und das bedeutet ein paar ziemlich coole Upgrades. Zum einen das offensichtlichste Manko, der Bildschirm. Dunkel, klein und kein Vergleich zu heutigen Displays. Also musste etwas Modernes her. Aber wir werden es nicht wie Nintendo machen mit der Switch 2, dass wir ein IPS-Display verbauen. Nein, ich habe extra dafür ein OLED-Screen besorgt. Was mir beim Spielen auch aufgefallen ist, dass die Lautstärke ziemlich leise ist. Das ist mir so damals überhaupt nie bewusst gewesen. Also habe ich einen sogenannten Amp besorgt, der die Lautstärke noch einmal boosten soll. Tja, und dann ist da noch der Verschleiß der Batterien. Durch den Einbau des OLED-Screens ist beispielsweise der Batterieverschleiß noch höher. Daher habe ich einen Lithium-Ionen-Akku besorgt, der via USB ganz modern aufgeladen werden kann. So hat der Kleine auch die Möglichkeit, bei längeren Fahrten im Auto das Gerät via USB aufzuladen. Da der Game Boy auch eine persönliche Note bekommen soll, werden alle Mods in diesem neuen transparent-grünen Gehäuse Platz finden. Diese Farbe ist die Lieblingsfarbe meines Sohnes. Also fangen wir mit der Demontage des Gerätes an. Wir brauchen erst einmal nur das Mainboard. Dazu lösen wir das Flexkabel vom Bildschirm, indem wir die 2 Clips nach oben schieben. Okay, das Board ist draußen. Lasst uns den Lautsprecher ablöten, denn an dieser Stelle kommt der Amp rein. Flussmittel drauf. Lötkolben aufheizen und die beiden Punkte verzinnen. Schwupps, draußen. Ich check jetzt erst einmal, wie rum der Amp eingelötet werden muss. Auf dem Amp selber muss man dann den Lautsprecher an diesen 2 Punkten anlöten. Auf der Rückseite gibt es dann noch die Verbindungspunkte, die ich jetzt erstmal verzinnen werde, damit ich es leichter habe, das Ganze einzulöten. So schaut dann das fertige Ergebnis aus. Sieht so aus, als ob der Amp etwas auf die Rückseite des Mainboards geschoben werden muss. Die 4 Lötpunkte kommen klar auf die Vorderseite, während der dünne lange Schnippel auf die Rückseite geschoben wird. Ich fixiere den Amp erstmal etwas. Dann lassen sich die restlichen Punkte leichter anlöten.
Das lange Ärmchen ist etwas zu kurz und der Amp ist etwas auf Spannung dadurch. Ob das später zum Problem wird, wird sich zeigen. Dann noch den Lautsprecher in der korrekten Orientierung fixieren. Weil ich Bedenken hatte, ob alles wirklich ins Gehäuse passt, habe ich das alte Gehäuse genommen und den Lautsprecher schon mal eingefaltet und ausprobiert, ob alles passt. So, wir müssen für die Stromversorgung des Screens den linken der 3 Punkte am Powerschalter vorbereiten. Das neue Gehäuse kam inklusive des 1800 mAh Akkus und hat entsprechend auch schon die Ausschnitte für USB. Jetzt bereiten wir erst einmal den OLED-Screen vor. Es ist alles dabei, was wir für den Einbau brauchen und sogar etwas mehr als Ersatz. Okay, also zuerst das Driverboard. Hier muss für die Stromversorgung eine Litze angelötet werden. Sorry für die Videoqualität, die Punkte waren wirklich sehr klein und meine Kamera ist für so kleine Aufnahmen leider überhaupt nicht gemacht. Beim Screen muss jetzt dieser kleine Konnektor durch den Ausschnitt am Driverboard. Das Ganze müssen wir jetzt andrücken, seid aber vorsichtig, zu viel Druck kann den Screen beschädigen. Das Gehäuse kommt zwar mit einem vorinstallierten Glas, das brauchen wir aber nicht. Die Ausschnitte an der Vorderseite sind ebenfalls für den 25% größeren Bildschirm vorbereitet. Den Schutz vom vorinstallierten Klebeband abmachen und den Screen von der Vorderseite einsetzen. Fertig. Die freiliegenden Komponenten auf der Rückseite müssen jetzt isoliert werden, damit es zu keinen Kurzschlüssen kommt. Ich bereite jetzt alles für den Wiederzusammenbau vor. Den Akku entnehme ich schon mal und verwende auch die Originalknöpfe vom alten Gameboy. Das Mainboard setze ich jetzt wieder ein und schraube das Ganze fest, bevor ich den Screen anschließe. Abschließend verlöte ich jetzt noch die Stromversorgung für den Screen. Jetzt das Flexkabel wieder in den Konnektor einschieben und alles verschließen. Der Deckel kommt jetzt wieder auf die Rückseite drauf. Die zweiten Gegenfedern für die Batterien setze ich aber nicht auf der Rückseite ein, da diese nicht gebraucht werden und dem Akku auch den Platz wegnehmen würden. Der Akku ist eine einfache Drop-in-Lösung und wird einfach in das Batteriefach eingesetzt. Etwas fummelig, da wirklich wenig Platz ist. Klasse, der Akku wird geladen. Und jetzt, Freunde, der Moment der Wahrheit. Schaut euch dieses Bild an. Das kommt jetzt gar nicht so durch die Kamera rüber wie in Natura, aber die Farben sind echt stark und kräftig. Ich steige jetzt mal in ein Spiel ein und wir testen mal, ob alle Tasten funktionieren. Ich hatte auch einen, nicht ganz so wissenschaftlichen Test durchgeführt, um zu vergleichen, ob der Amp wirklich etwas für die Lautstärke bringt. Wie ihr sehen könnt, hat sich die Lautstärke im Durchschnitt um 10 bis 15 Dezibel erhöht. Ich finde, das hört man auch deutlich. Der OLED-Screen kommt aber noch mit weiteren Features, die über die Touch-Steuerung erreicht werden können. Dazu einfach den Finger auf den Bildschirm halten und das On-Screen-Menü öffnet sich. Neben der Helligkeit kann auch der Color Mode für klassische Gameboy-Spiele eingestellt werden. Mit Pixel Effects können 2 unterschiedliche Scanlines eingestellt werden und ein Gitterraster für den Original-Look. Durch Wischen nach oben blättern wir um.
Das FRM-Feature bewirkt, dass die Transparenteffekte auch wirklich transparent dargestellt werden. Ebenfalls können wir durch H und V die Position des Bildschirms bestimmen. Auf der dritten Seite findet ihr noch das Logo Color Feature. Dadurch lässt sich das Game Boy Color Logo am unteren Bildschirmrand in 25 verschiedenen Farben darstellen. Leute, es hat sich wirklich gelohnt, den Game Boy auf Vordermann zu bringen und es ist wirklich nicht schwer. Quasi das perfekte Projekt für Einsteiger. Der Sohnemann war hin und weg, als ich ihm das Gerät gezeigt habe und hat sich riesig gefreut. So, und falls ihr die letzte Folge verpasst habt, schaut euch doch gerne auch dieses Video an. Liken und kommentieren nicht vergessen. Wie immer, bis zum nächsten Mal, seid neugierig und spielt Retro. Ciao.